Sag mal, seid ihr schon wieder da? Das kann ja wohl nicht angehen. Also, dementsprechend wollt ihr wieder was wissen. Ja gut, dann zeige ich euch was. Kommt mit. Ja Leute, heute sind wir bei der Firma ThyssenKrupp Infrastructure und hinter uns sehen wir einmal eine RG19T. Diese wiederum ist ein Telemeckler, welche unterschiedliche Aufgaben machen kann. Zum einen kann sie eben Spundwände ins Erdreich treiben oder eben sehr tiefe Löcher reinbohren. Es kommt immer darauf an, welches Hydraulikaggregat gerade an dem Mast befestigt ist. Und dort neben das zarte rote Ding, das ist ein Hydraulikaggregat. Dieses Hydraulikaggregat hat die Aufgabe, die nötige Leistung an die Ramme zu fördern, welche wiederum an einem Kran installiert ist, um ebenfalls auch Spundwände ins Erdreich reinzutreiben. Und was da so sich drin verbirgt, das zeige ich euch jetzt. Also kommt mal mit. Erstmal fangen wir mit dem etwas kleineren Aggregat an, nämlich dem roten, was ihr eben gesehen habt. Hier steckt ein 7 Liter Motor drin von Cat. Dieser wiederum treibt die Hydraulikpumpen für das eigentliche Aggregat an, welches am Kran befestigt ist. Aber ihr wollt ja was Großes sehen, also dementsprechend klettern wir jetzt mal eben nach oben und dann zeige ich euch noch mal was. Also, wir sind hier gerade bei einem 18 Liter Hubraummotor. Das Ding ist schon richtig groß, ne? Dazu will ich euch jetzt aber noch mal ein bisschen mehr erzählen, beziehungsweise da habe ich mir dann natürlich mal wieder Unterstützung geholt. Und ich würde sagen, bleibt einfach dran. Es geht gleich weiter. So Leute, heute gibt es mal einer meiner persönlichen Favoriten als Motor. Und dazu gibt es jetzt wieder von Hannes. Sag mal, was machst du da eigentlich? Ja, der Motor ist kurz vor der Auslieferung. Ich gehe noch mal ganz kurz die Checkliste durch und dann kann das Baby auch wieder raus. Oh, also ich habe eben schon gesagt, das ist ja einer meiner favorisierten Motoren, einer meiner kleinen geheimvollen Lieblinge. Hau mal ein paar Specs raus zu dem Motor. Ja, also das ist der C18-Motor, bewusst jetzt der C18 über 560 kW. Den gibt es also in 2 Leistungsstufen, 563 kW bis 597 kW. In der, wie es bei uns üblich ist, EU Stufe 5, EPA Tier 4 Final, CARB ist mit drauf und alle weiteren Zertifikate, die im Prinzip für die hochregulierten Länder dann auch notwendig sind. Wenn es vielleicht irgendwann auch mal zum Thema wird, China 4 zum Beispiel, Korea, Japan MLED, aktuell hat da ja nichts. Das ist dann der Motor wieder dazu. Und den C18 gibt es auch mit 597 kW ja auch wieder in der Ora-Variante. Also für dann 597 kW aus dem 18 Liter Motor. Genau. Ich kann ja auch gleich so ein bisschen noch erzählen, wie wir das schaffen, diese hohe Leistung daraus zu bekommen. Aber wichtig ist, den Motor gibt es auch in beiden Leistungsstufen wieder für die weltweiten Regionen, wo die Maschinen zum Einsatz kommen. Was sonst noch interessant ist bei dem Motor ist, dass sowohl die Leistung hoch ist, als auch, dass er wirklich ein ordentliches Drehmoment hat. Also das ist wirklich geil. Genau, hau mal ein bisschen was raus. Bei 1300 Umdrehungen ist unser Peak Torque, also der Punkt des höchsten Drehmoments. Und da haben wir knapp 3700 Newtonmeter, die zur Verfügung stehen. Und was dann auch noch wichtig ist, wir haben hier nicht nur die 597 kW einfach nur so auf dem Zettel, sondern wir haben die halt wirklich oben bei 1800 Umdrehungen anliegen und auch über 1800 Umdrehungen geht uns nicht die Puste aus. Also es ist nicht so, dass bei 1800 Umdrehungen danach gleich keine Leistung mehr vorhanden ist. Nein, nein, nein. Mit diesen 2 sympathischen Turboladern auf deiner Seite ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Genau. Du siehst ja hier die beiden Turbolader in der Anordnung, dass die quasi nacheinander geschaltet sind. Also es ist hier eine serielle Aufladung. Beide Turbolader haben dann nur den einen Abgasaustritt, weil ich quasi eine Niederdruck- und eine Hochdruckstufe habe. Habe meinen Ansauglufttrakt hier vorne in den ersten Turbolader rein. Dann ist hier im Prinzip auch der Abgasaustritt. Und die beiden Turbolader zusammen bringen uns dann auch auf einen Ladedruck von bis zu 3,6 Bar. 3,6 Bar aus dem 18 Liter Hubraummotor. Das ist wirklich eine richtige Kampfansage. Und ich muss sagen, ich habe ihn ja schon live gehört und es hört sich auch einfach verdammt krass an. Ich denke, du auch im Service kennst den Motor, wenn du ihn hier so siehst, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Also das ist der Motor, der wurde grundlegend zur EPA Tier 4 Interim-Zeit eingeführt. Da sah er dann im Prinzip auch so aus. Genau.
Das heißt also, der Motor selbst ist auch wieder ausgereift, ist seit Jahren im Betrieb und funktioniert halt einfach. Und zur E-Partier für Feine kam dann noch der DOC dazu, dass wir also mit einer EGR, mit der gekühlten Abgasrückführung und zusammen mit dem DOC die E-Partier für Feine Abgasemissionen erfüllen können. Und zur EU-Stufe 5 kam dann im Prinzip dadurch, dass die Grenzwerte von EU-Stufe 5 und E-Partier für Feine über 560 kW gleich sind, kam im Prinzip keine Technik mehr dazu, sondern es kam einfach nur noch das Zertifikat und entsprechend wieder der Emission-Aufkleber dazu. Die kleine Trommel, die haben wir ja auch hier liegen. Soll ich die mal gerade reinholen? Genau, das wäre eine gute Idee. Schaffst du das alleine? Ich glaube, das gar kein kriegst du ganz gut Problem. hin, oder? Hier. Genau. Ja, easy. So, das hier ist dann die kleine Trommel, die dann quasi mit im Lieferumfang noch mitsteckt. Genau, also man kann den genauso wie es bei zum Beispiel unseren C27, C32 Motoren, dass der DOC oben aufgebaut wird. Hier bei dem C18 gibt es das auch angebaut hinten über dem Schwungradgehäuse, aber bei der Variante hier ist es so, dass der Kunde gesagt hat, ich möchte das lieber in der Maschine platzieren. Deswegen ist der im losen Lieferumfang. Und dann ist halt das Schöne, also ich fasse ihn auch mal einfach so an, dass das im Prinzip mein DOC ist. Ich habe hier meinen Abgaseintritt, ich habe hier den Balljoint, weil dann eben zwischen dem Motor, ich lege den mal hier so vorsichtig hin, dass zwischen dem Motor und dem DOC muss einfach nur eine Abgasleiste rein. Der Kompensator dazu ist bei uns im Lieferumfang mit drin. Und dann ist das Ganze fertig, ne? Dann ist das Ganze fertig. Dann weil ist du das siehst, Ganze fertig. Es ist kein Temperatursensor dran, kein Drucksensor dran. Das ist wieder das Schöne am DOC. Es ist im Prinzip wieder so zu betrachten, gerade auch wenn wir daneben stehen, im Vergleich zum Motor. Es ist im Prinzip ein Schalldämpfer, der vor uns liegt, wenn man so möchte, der dann den Motor im Gesamtpaket eben EU-Stufe 5 fährt. Es hat eine sympathische Größe. Es ist kein riesen Bollermann, das haben wir ja gerade festgestellt. Ich kann es aus eigener Kraft relativ easy anpacken und durch die Gegend tragen. Smart, würde ich sagen. Genau. Oder? Ja. Smart. Auf jeden Fall. Der Punkt hier bei dem Motor ist eben auch wieder, dass wie beim C32. Wie beim C32, C27 auch. Also man hat sich ganz bewusst für diese Variante entschieden, weil das ist genau der Punkt. Es ist komplett einfach zu installieren. Du hast nicht wie bei den anderen Motoren jetzt hier noch einen großen AdBlue-Tank liegen, der dann mit Kühlwasser mit dem Motor verbunden werden muss, der mit der DEF-Leitung zum Abgasnachbehandlungsmodul verbunden werden muss, der noch verdrahtet werden muss. Das entfällt hier Ich wollte gerade sagen, man spart sich in diesem Moment die extra Verkabelung, die extra Installation für Kabelstränge etc. in der Maschine nachher. Man hat diese Lösung und das war's. Genau, und das ist auch wieder das Schöne, dass für mich persönlich im Kontakt mit den Kunden, in den Auslegungen der Maschine, entfällt halt für beide Seiten die Auslegung dieses ganzen Abgassystems. Und es ist natürlich auch für die Fertigung deutlich einfacher für den Kunden, weil er braucht den Platz nicht in der Maschine und er hat auch einfach die Installationsstunden, die bei jeder Maschine hier anfallen, in diesem Fall eben nicht mehr. Ich finde, also ich arbeite eigentlich gerne an diesen Motoren. Ja? Das freut mich zu hören, weil wir sind auch eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Motor und das, was hier schon angesprochen wurde, das hebt uns von allen anderen Herstellern ab. Der Motor, das, was hier liegt, das ist wartungsfrei. Also das ist eingebaut, das läuft, die Maschine arbeitet. Wir haben hier keine Regeneration, also es ist nicht so, dass wir hier irgendwas groß freibrennen müssen. Das funktioniert auch wieder alles am nachher Motor. super für den Bediener. Es gibt über 560 kW keinen anderen Hersteller, der komplett ohne Second Fluid fährt. Dort ist eigentlich die übliche Technik ist dort, dass alle dort auf ein SCR-System gehen und wir es nicht tun, um uns auch bewusst dort abzuheben. Ich muss mal sagen, auch 560 kW, also in dieser Größenordnung, die Leistung abzugreifen in der Verbindung mit dem Drehmoment, das ist schon wirklich eine richtige Ansage. Genau, das sind ja in der Spitzenleistung 597 kW, also man kann im Prinzip grob sagen, das ist hier ein 600 kW Motor, der vor uns steht. 600 kW. Kleiner, kompakter Reihen, 6-Zylinder-Motor, also das passt. Klein, aber ich sag mal, eine gute Mittelgröße, also in dieser Größenordnung, da sucht sich da schon, dann kannst du die Finger nachlecken. Irgendwo muss die Kraft ja herkommen. Na, natürlich. Ja. Wir haben ihn lagerfähig hier stehen in den Hallen, also wenn du eine gewisse Konstellation oder Konfiguration brauchst, sag Bescheid. Konnte ich mir ein paar wegholen, oder was? Genau. Also und wenn ich mir die zu Hause im Garten stelle. Wenn wir uns auf die preisliche Position nach dem Komma einigen können, dann kannst du auf jeden Fall ein paar Motoren abholen. Aber sag mal, wo finde ich denn, also ich meine, ich weiß es, aber nochmal so für andere, wo finde ich denn diesen Motor eigentlich? Gibt es Anwendungsbeispiele? Genau, es ist natürlich auch hier wieder ähnlich, also in dem Industriebereich, das natürlich über 560 kW, das müssen schon ganz große Maschinen sein, muss schon ein bisschen größer sein, der Kollege, so viel Leistung brauchen, aber wir haben den hier sehr viel verbaut in großen Straßenfräsen.
Wir haben den hier im Prinzip auch im Spezialtiefbau, also in Bohrgeräten. Dort ist er mit drin. Wir haben den auch Motor hier als Bahnanwendung, also es ist auch ein Lokmotor. Also da im Prinzip sind die Einsätze wirklich sehr, sehr vielfältig. Es zieht sich also durch, ich sag mal, Agraranwendungen, mögliche Anwendungen wären zum Beispiel auch Rübenernter oder Maishäcksler. Die haben ja auch eine gewisse Leistung, die sie benötigen. Also da kann der Motor im Prinzip. Und einen Maishäcksler konnte ich mir den doch tatsächlich sehr gut. Genau. Ne? Also dann haben wir ja jetzt die Anwendung und so weiter. Wie sieht es aus mit Komponenten? Gibt es hier auch wieder eine große Bandbreite an Teilen, die man dann nachher kundenspezifisch umbauen, anbauen kann an diesem Motor? Wie verhält sich das? Erzähl mal ein bisschen was. Auf jeden Fall. Also es ist natürlich, das zieht sich bei uns durch im Prinzip alle Motoren durch, dass wir natürlich sehr stark wieder die Motoren so konfigurieren können, wie der Kunde sie braucht. Du hast drüben das ECM, da gehst du an deinen einen Stecker ran, kannst den mit der Maschine verdrahten und das war's. Aber ansonsten gibt's natürlich die typischen Beispiele. Wir haben jetzt hier den Motor, der ist jetzt hier bewusst ohne Lüfterantrieb, weil es im Prinzip in der Maschine so eingebaut wird, dass es ein hydraulischer Kühler ist. Du siehst aber hier vorne schon die Riemenscheibe drauf. Also wir können hier natürlich auch wieder einen Lüftertrieb anbauen. Ich sag mal, sonst so die typischen Kundenschnittstellen zum Kühlsystem, da gibt's natürlich immer gewisse Optionen, die man dort auswählen kann, dass der Kunde im Prinzip das maßgeschneidert reinbauen kann. Also hier haben wir wieder unterschiedlichste Varianten. Also der Kunde könnte sich rein theoretisch, also externe noch eine zusätzliche Pumpe, Hydraulikpumpe oder eben auch noch einen Lima-Kompressor. Aber jetzt mal eine Frage. Ich sehe jetzt hier gerade, wir haben ja hier eine Ölwanne. Gibt's den auch noch gibt's die auch in unterschiedlichen Größen? Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt hier die Ölwanne mit dem tiefen Sumpf hinten. Ja. Die kannst du natürlich auch wählen, dass du den tiefen Sumpf vorne hast. Das ist natürlich gar kein Thema. Okay. Und es gibt zum Beispiel auch noch, das nennt sich bei uns dann auch die Shallow Sump Ölwanne, dass du eine durchgehend tiefe Ölwanne hast mit einem höheren Füllvolumen. Hat natürlich den Hintergrund, dass diese Ölwanne dann zum Beispiel das Standard-Ölwechselintervall bei 500 Stunden liegt und in Abstimmung, wenn der Kunde das benötigt oder haben möchte oder als Benefit mitverkaufen möchte, kann er sich mit uns im Prinzip zusammensetzen, um das Ölwechselintervall auch auf bis zu 1000 Stunden auszuweiten. Oha, und bis auf 1000 Stunden? 1000 Stunden, genau. Ja, aber dann haben wir auch eine größere Ölwanne. Genau, also es hängt natürlich damit zusammen, dass du natürlich ein gewisses Volumen brauchst in der Ölwanne. Genau, klar. Man muss natürlich auch gucken, was wird für ein Öl gefahren und wie ist auch der Einsatz der Maschine. So im Agrarbereich zum Beispiel, da wird ja oft nach 1000 Stunden gefragt. Aber grundsätzlich ist es möglich, dass man sich auf Ölwechselintervalle bis 1000 Stunden unterhalten kann. Oha. Okay, das ist natürlich 1000 Stunden zu 500 Stunden, das macht natürlich schon einen großen Unterschied nachher aus. Ne? Genau, das macht es natürlich sehr, sehr interessant für im Prinzip die Wartungsintervalle für Maschinen, die eben, wie wir es auch bei der Regeneration schon hatten, die sollen nicht in der Werkstatt stehen, sondern die sollen arbeiten. Nur so kann ich das Geld verdienen. Ja. Den Benefit wollen wir weitergeben. Genau. Und auf deine Frage von vorhin noch zurückzukommen, also es gibt natürlich hier auch wieder die Variante, bei den Motoren haben wir standardmäßig, dass man vorne links, also da wo du im Prinzip gerade stehst. Hier bei mir? Genau, dort kann man einen Nebenabtrieb anbauen, dass ich meine Hydraulikpumpe dort einbauen kann. Und ansonsten gibt es auch noch die Schwungradgehäuse mit der Option, dass man auch noch oben so wie zwei Öhrchen, deswegen nennen wir das intern auch immer, das ist das Mickey Mouse. Mickey Mouse, ja, da genau. Da sitzen dann im Prinzip die Nebenabtriebe drin, dass ich dort auch unterschiedliche Hydraulikpumpen, SAE-A, SAE-B, Flansch etc., dass ich die dort einbauen kann. Also das ist alles gar kein Thema. Das ist auch alles kompatibel dann nachher. Genau, das Schöne bei dem Mickey Mouse ist halt auch, dass ja im Prinzip die ganze Verzahnung im Ölkreislauf des Motors mit drin hängt. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel nicht wie beim Pumpenverteilergetriebe ein Ölwechselintervall für den Motor oder für das Verteilergetriebe, sondern das wird über den Motor mitgeschmiert und wenn ich im Motor Ölwechselintervall mache, betrifft das eben auch meine Nebenabtriebe. Ja Leute, das war's zum C18, einer meiner Lieblingsmotoren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Wenn du noch nicht abonniert hast, abonniere auf jeden Fall den Kanal und ich mache jetzt erstmal Feierabend. Die Würste sehen so aus, wir hauen den Nacken doch rauf. Fassbrause ist auch ohne Alkohol, ne? Top, dann können wir das schön sitzen immer noch.